Ist das normal, dass nur 1 bis 2 G-Knuckle auf dem Server verkauft werden? Yeah. Liegt's am Level? Yeah. Low-Level-Bereiche sind schwierig, weil da halt keiner farmt. Viele Leute töten gerade so viele Giants, dass sie eine Waffe vielleicht droppen. Oder nur so viele Giants, bis sie ihre eigene Waffe droppen. Und ich würde sagen, das größte Problem bei den Low-Level-Items ist tatsächlich, dass die halt auch nicht mehr auf den Markt kommen. Also weil, so traurig das auch ist, aber so ist es halt einfach. Das ist halt nun mal die Realität. Oder das ist das wahrscheinlichste Szenario. Von allen, und es sind ja immer nur neue Spieler, also echte neue Spieler, weil Leute, die schon spielen, die zählen ja da nicht mit rein. Von allen echten neuen Low-Level-Spielern, also die Leute, die wirklich im Low-Level-Bereich sind, sind in der Regel auch neue Spieler. Und Low-Level-Equipment halt auch kaufen und brauchen und so. Und genau diese Leute ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, und ich meine, wir reden ja wirklich von Level 60, vielleicht noch 75 bis 90, also es ist ja wirklich Low-Level. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute halt noch irgendwann wieder aufhören oder nur mal reingeschnuppert haben oder auch nur für den FEC ein bisschen was getestet haben, ist halt doch relativ hoch. Und das heißt, viele davon, ich würde sogar behaupten, über die Hälfte davon, das würde ich jetzt vermuten, die holen sich irgendein Equipment, zum Beispiel G-Knuckle oder irgendwas anderes, keine Ahnung, ist ja egal. Und dann verkaufen sie es aber nie wieder. Also das ist zum Beispiel 5 G-Knuckle zum Beispiel, die innerhalb von einem Monat verkauft werden und davon kommt vielleicht einer, wenn es hochkommt 2, kommen wieder auf den Markt und die anderen 3 sind weg. Hey, ich habe das Madrigal-Tournament gewonnen. Cool. Bruh. So denke ich halt, ne? Also, ist jetzt nur eine Schätzung. Ich weiß es natürlich nicht sicher, woher soll ich das auch wissen. Aber ich denke, das ist schon relativ realistisch, weil bei High-Level-Waffen ist es zwar auch so, dass nicht alle wieder auf den Markt kommen. Viele bleiben einfach auf den Charaktern, entweder weil sie tatsächlich aktiv gespielt werden oder auch wenn sie aufhören zu spielen, verbleiben die Waffen auch eher auf den Charaktern. Aber der Unterschied im High-Level ist halt, dass auch viel mehr gedroppt wird, weil viel mehr gefarmt wird. Also im High-Level ist es wahrscheinlich sogar fast gleich, wobei da die Quit-Rate oder die nicht mehr Verkaufrate, denke ich, niedriger ist. Also im Low-Level, ich denke im Low-Level ist sie viel höher. Dass die Leute das Zeug nie wieder verkaufen. Aus welchem Grund auch immer, ist ja egal. Aber im High-Level hast du halt zumindest den Vorteil, dass viel mehr gedroppt wird, weil viel mehr gefarmt wird. Und das heißt, da kannst du dieses Equipment, was für immer vom Markt genommen wird, weil es irgendjemand kauft und nie wieder verkauft, das kannst du halt ausgleichen durch neue Drops. Aber im Low-Level wird so wenig gefarmt, dass es durch neue Drops halt eben nicht ausgeglichen wird. Und das ist da so ein bisschen das Problem. Und deswegen sind die Low-Level-Items effektiv teilweise seltener oder genauso selten wie krasse High-Level-Items. Hauptsächlich, weil es halt einfach keiner farmt. Kaum jemand.